echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Dann bin ich mal gespannt. Prototyp Modellsturm. Habe einen billigen Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktion-Output so hoch eingestellt. Den Modellsturm fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren, von vorne durch nicht zu beschädigen. Allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seine eigene Armee abzusägen. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Fazit: auf ganzer Linie ein Misserfolg. Verdammt nochmal, ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Pui. Okay, der will kämpfen. Dann gehen wir in einen Kampf. Oh. Ach komm schon.
Komm schon. Fick dich doch, Alter. So, jetzt. Komm schon. Bis nie wieder. Endlich. Zigarre? Miranda ist einfach widerlich. Ihr Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie für sie sind wir nicht als ein paar missglückte Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz, ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Missstück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyceten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses Black Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen.
Was zum... Nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir im Weg. Bastard! Und wieder nach unten. Das ist doch ein Witz! Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus. Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard! Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Gib mal den Schlüssel. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz. Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Die haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Kein Zurück mehr. Ja, jetzt, ich wusste, dass Chris nicht der Böse ist. Das war nicht Miranda.
an Houts Wolf Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindungen mit den Organisationen war wohl nicht unser Glückstag. Ich habe aber ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimenten gefunden, die unsere Vermutungen bestätigen. Sie scheint sich selbst mit den Mutant-Myzen infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab, darunter Mimikry. Sie kann also ihre Zelle kontrollieren und jede beliebigen Gestalt annehmen, sei es jemand oder etwas. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Evans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, was mir nützen könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint, und das kann er mit seiner Kräfte nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Alpha. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache es schießt. Ich komme, Rose. Halten. Geschütz abfeuern. Blocken. Du gottverdammte kleine Kakerlake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Gut, dann bin ich wenigstens in Schwung für das Miststück. Lass uns das klären. Die echten Männer. Deine Leiche wird sich gut in meiner Armee machen. So. Schieß nur! Mehr! Gib mir mehr! Nicht üben! Oh, nicht aufgeben! Streng dich an! Zeig mir, was du drauf hast! Ich will mehr!
Mal sehen, was das Baby drauf hat. Ist das alles? Komm schon her, komm her. Zu schade, ich bin dein einziger. Haha. Unterschätze nie die Liebe eines Vaters, Lev. Los, das war's schon. Du bist ein toter Mann. Ja. Hey. Bringen wir das zu Ende. Verneige dich vor meinem Stahlkörper. Dafür bin ich diesen verfluchten Weib wohl Dank schuldig. Ich töte sie mit der Macht, die sie mir glaubt. Ein Sohn, wie er im Buche steht. Oh, nicht aufgedreht! Haha. Das tut weh, Kumpel. Armer Junge, das Ding hatte ich längst verschrottet. Geht's Rose Papa gut? All die Jahre unter der Kuppel dieser Schlange. Das war nicht leicht, weißt du? Die Dorfbewohner sind nichts als wertlose Marionetten. Ich bin ein verdammter Freiheitskämpfer. Dein süßes Töchterchen wird mir helfen, noch stärker zu werden. Oh, bist du auch angeschnallt? Nicht übel. Gar nicht übel. Tick-Tack, Ethan. Die Zeit für Spiele ist vorbei. Hältst dich wohl für besonders schlau. Nein, meine Metallarmee! Ich bring diesen verdammten Wichser um, aber erst zu dir. Oh oh. Gib mir mehr! Ich will mehr! Komm schon! Jetzt wird's ernst, Ethan! Letzte Runde! Tja, was denkst du? Aussichtslos. Hab ich recht? Gib auf! Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen! Das ist nicht David gegen Goliath! Das ist Ethan gegen die Apokalypse! Beeindruckt! Stirb, als würdest du am Leben hängen! Tja. Okay. Stirb, als würdest du... Ethan Winters! Du hättest meinen Deal annehmen sollen! Du siehst Rose in der Hölle wieder! Erst kill ich Miranda und dann gehört Rose nach mir! Nein, Graf! Nein! Es ist noch nicht vorbei! Ich muss sie töten!
Ethan, was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan? Ethan, antworte! Mia? Aber Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Genug! Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamycet vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins! Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich! Du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamycet wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter. Auf ewig verbunden im Blut. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Huh. Brutal, ey. Miranda hat einfach Ethans Herz rausgerissen, ey. Puh, Alter, vor allem noch, sie genießt das auch. Krankes Stück Scheiße. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission?
Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Okay. K9, ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. RE, Resident Evil. Automarke. Also Autoschild. Autoschild. Und ja, wir spielen jetzt den Chris Redfield. Der Hauptcharakter von Resident Evil 5. Er ist auch nicht ganz schlecht. Ich wusste, der ist nicht böse. Miranda helfen und Rose, also Miranda töten und Rose helfen. Hey Alpha, sieh mal. BSAA. Die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Kartograf. Okay, dann weiter Kontakt geht's. mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Pass los auf. Westliche Route sicher, aus. Verstanden. Achso, mit Quest kann man ja nicht sammeln. Stimmt ja. Fahrzeug gesichtet. 2 Waffen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Okay, komm, Chris. Was ist das für ein Ding? Das ist alles Mutamizid. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Der Pilz könnte infektiöse Spuren versprechen. Haltet eure Masken. Meine Fresse, der BSAA geht ganz schön an. Sahen sich voll gezwungen einzugreifen. Okay, weiter geht's. Boss, ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hier Tundra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser.
Bedien dich. Dankeschön. Ich wünsche, das wäre bei Ethan auch so. Ach, jetzt sehe ich alles. Amber, ich brauche Hilfe. Ich sehe nichts. Das ist eine Position. Von einer Mutterpizza dieser Größe habe ich noch nie gehört. Perfekt. Ich hab dich im Blick, Boss. Jetzt weiter. Oh, Chris. Komm weiter. Wenn meine Mutter das sieht, wird sie denken, sie sei in der Hölle gelandet. Ich bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Ja, mitten rein. Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Kommt her. Kannst loslegen. Der Pilz breitet sich rasant aus. Irgendwas muss entstehen. Die BSAA greift die Biowaffen an. Das ist recht. Das hat nicht Kapazitäten abgesetzt. Funktioniert der Lasermarkierer? Wie viele denn noch? Geht's allen gut? Der Pilz. Wir sind einfach keine Kinder. Die Dinger benutzen Waffen. Das gleiche Problem. Ach, fick dich. Sie zu erfassen. Halte den Laser möglichst lange drauf. Die Zahl der Biowaffen steigt. Wir sollten sie besser schnell erledigen. Komm schon. Lange verstanden. Augenblick. Muss nachladen. Sie kommen. Die Biowaffen.
schon. Laser drauf, den Rest erledige ich. Wie gefällt dir das? Okay, da unten muss der Megamycet sein. Perfekt. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genommeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Bewachst den Megamyceten, was? Verdammt, so wird das nichts. Lobo, mir macht ihr alle zu schaffen. Ich brauch da... Boss, du bist in einer Höhle. Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutzt die! Okay, auf dem Weg. Ich bin direkt bei dir. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. So gefällt mir das. Ich muss nachladen. Warte kurz. So Quiz. Bis zum Anschlag, Boss. Das muss legen. Blick. Muss nachladen. Feindliche Biowaffe Das ist eliminiert. mein nächstes Ziel. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Dann gehen wir weiter. Frage, wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Wow, Da großes ist Herz. er. Der Megamycet. Alpha an Team. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein Zwei-Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkaff platt. Nicht bevor Miranda tot ist.
Ich gehe kein Risiko mehr an. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Ja, wieso hast du es nicht getan? Das muss Mirandas Labor sein. Proband Salvatore Moreau. Kadu-Kompatibilität schlecht. Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Kadu hat beim Probanden drastische Veränderungen an ihren inneren Organen hervorgerufen. Sie haben sich ähnlich wie bei den Fischen Kiemen und Schwimmblasen ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zerteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. So viele Mängel. Als Hölle für Eva nicht geeignet. Proband Alcina de Miriquescu. Kadu-kompatibel äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer großen Körpergröße einher. Hinweis: Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihren Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Höhle für Eva nicht geeignet. Proband Karl-Heinz Heisenberg. Kadu-Kompatibilität außerordentlich gut. Hirnfunktion normal. Besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden abgeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch einen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegend. Herausragendes Exemplar, aber als Höhle für Eva nicht geeignet. Proband Donna Benivieto. Kadu-kompatibel gut. Hirnfunktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutanten-infizierten Pflanzen kontrollieren werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probanden ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihren Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können, als Hülle für Eva nicht geeignet. Kadu. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Untersuchen? Ah, der Fetus.
Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihres reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde ich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten. Medizinstudenten wie mich erinnerten, ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuches in Ihrem Dorf zuteil würden, immer im Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wüsste, dass mit diesem Wissen meiner eigenen Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution wurde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach 2 Weltkriegen sich auch heute noch wieder in Zwickigkeiten verrennt, bestrengt mich nur in meinen Bestrebungen. In vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mich jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugungen von der meinen unterscheidet. Sie wollte eine einzelne verstorbene Person zurückholen, ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich hatte den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor, ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen und nach dem Regenschirm Symbol aus der Hölle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelernt, dafür stehe ich auf ewig an Ihren Schuld. Herzlichst auf ewig Ihr Schüler Oswald E. Spencer. Spencer? Hier? Ich glaub's nicht. Warte, das sehe ich gleich. Okay Leute, ich werde was sagen, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Das würde mich sehr freuen. Au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza. Tschüss.